Willkommen, Freunde der analogen Unterhaltung, zu Hunter und Kron. Heute mit Istanbul von Rüdiger Dorn. Frisch nominiert zum Kennerspiel des Jahres 2014. Für 2 bis 5 Personen, sehr schön, nicht 2 bis 4, sondern endlich mal wieder auch zu 5 spielbar. Wir sind Kaufleute und versuchen mit unseren Gehilfen im Schlepptau uns in dem wirklich chaotischen, hektischen Gewimmel der Gassen zwischen den Marktständen und Teestube und so zurechtzufinden. Ja, und da möglichst schnell Profit zu machen, weil eigentlich haben wir es auf diese wunderschön funkelnden Rubine, Edelsteine hier abgesehen. Und der erste Kaufmann, dem es gelingt, hier 5 von diesen Edelsteinen hier auf seinem Handkarren anzusammeln, der gewinnt das Spiel. Ja, hier sehen wir einmal, wie Istanbul dann aufgebaut aussieht. Und da sieht man auch schon, es ist ein modularer Spielplan, der aus 16 so Orten besteht, die man ja in jedem Spiel anders kombinieren kann. Es werden aber vom Spiel auch 3 Startaufstellungen vorgeschlagen. Und was wir hier sehen, ist sozusagen die Einsteiger-Variante kurze Wege. Jeder Spieler besitzt in Istanbul hier so einen Stapel mit mehreren Holzscheiben. Das sind die Gehilfen. Und oben ist die Kaufmannsscheibe mit einem kleinen Bild drauf. Und mit diesem Stapel zieht man eben durch das Bazarviertel von Istanbul, um auf den Orten Aktionen auszuführen. Nun ist es aber so, dass unser Kaufmann mit einer einzigen Ausnahme keine Aktionen alleine ausführen kann. Es bedeutet, an jeden Ort, den er zieht, wird er dann einen seiner Gehilfen zurücklassen, um diese Aktion überhaupt ausführen zu können. Das heißt, ich laufe hier rum, kann immer 1 oder 2 Felder weit laufen und an den Orten, die ich dann besuche, muss ich einen Gehilfen zurücklassen, um dann die Aktion überhaupt ausführen zu können. Ja, und da ist es eben geschickt, sich die Wege so zu bauen, dass ich dann meine Gehilfen auch wieder einsammeln kann. Weil dann darf ich die Aktion auch ausführen, muss in dem Fall aber keinen Gehilfen zurücklassen, weil da schon ein Gehilfe war. Ich nehme den also mit und habe so natürlich effektiv Zeit gespart. Wenn man sich dann mit den Wegen verzettelt und irgendwann keine Gehilfen mehr übrig hat und nur noch mit dem Kaufmann unterwegs ist, der Kaufmann alleine kann jetzt keine dieser Aktionen hier mehr ausführen. Er muss entweder so laufen, dass er wieder zum Gehilfen zurückkommt, oder die einzige andere Möglichkeit ist, er geht zum Startfeld zurück, das ist nämlich der Brunnen. Das ist die einzige Aktion, die auch ein Kaufmann alleine ausführen kann, und da holt er einfach all seine Gehilfen zu sich zurück und kann sich jetzt eine neue Route durchs Bazarviertel von Istanbul zurechtlegen. Und das führt halt bei Istanbul dazu, dass ich nicht einfach nur überlegen muss, was will ich eigentlich machen, sondern ich muss auch so ein bisschen planen, was will ich eigentlich nacheinander machen. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist irgendwie so ein Finde-den-Weg-Spiel. Ich laufe jetzt einfach mal hier rüber ins Gewürzlager, lasse da einen Gehilfen zurück und führe damit die Aktion Gewürzlager aus. Jetzt kommt nach mir Spieler Grün an die Reihe. Der könnte jetzt auch ins Gewürzlager gehen, aber da stehe ja schon ich mit meinem Kaufmann. Und weil ich da schon stehe, muss Spieler Grün mir dann 2 Lira bezahlen. Das ist halt sozusagen von mir blockiert. Also müsste sich Spieler Grün eben überlegen, ist es ihm das jetzt wirklich wert, da diese 2 Lira zu bezahlen, damit er seine Gewürze auffüllen kann, oder geht er dann halt eben einfach lieber ins Tuchlager. Wäre diese Regel nicht, gäbe es bestimmt viele, die einfach immer das Gleiche machen. Die laufen halt dem Führenden hinterher. Oh, sieht ja ganz cool aus, was der macht, mache ich auch. Und das ist halt ganz clever gemacht, dass das dadurch, dass man dann immer 2 Lira bezahlen muss, wenn da ein anderer Kaufmann steht, macht man das nicht. Das heißt, die Leute verteilen sich wirklich auf dem Spielfeld. Jeder macht irgendwie was anderes und verfolgt dann damit auch eine andere Taktik. Jeder Spieler besitzt hier außerdem noch ein Familienmitglied. Sie sehen am Anfang, aus welchem Grund auch immer, erstmal in der Polizeiwache eingesperrt. Das scheinen irgendwie so ein bisschen die schwarzen Schafe unserer Familie zu sein. Aber die haben eine ganz besondere Funktion, weil wenn ich jetzt in die Polizeiwache gehe und mit einem Gehilfen hier diese Aktion ausführe, dann befreie ich sozusagen mein Familienmitglied aus dem Gefängnis, und mit denen kann ich jetzt tatsächlich an einen beliebigen Ort schicken, ohne sonstige Einschränkungen, und die Aktion einfach ausführen, egal wie weit weg die von meinem Kaufmannsgehilfenstapel eigentlich ist. Ja, jeder Spieler besitzt in Istanbul hier so einen eigenen Handkarren, wo man die 4 Waren verwaltet und natürlich auch die Edelsteine sammelt. Es gibt 5 verschiedene Felder, auf denen die begehrten Edelsteine liegen. Sultanspalast ist eine Möglichkeit, gleich an
mehrere der begehrten Edelsteine zu kommen. Wenn man den öfter hintereinander besucht, kann man die Aktion immer wieder ausführen und sich hier so einen Edelstein holen. Und hier sind immer eine Anzahl an Waren abgebildet, die ich abgeben muss, um den nächsten Edelstein zu bekommen. Dann bekomme ich hier diesen Edelstein, lege den auf meinen Handkarren und das sieht man auch schon, für den nächsten Spieler wird es wieder ein bisschen teurer. Beim Edelsteinhändler kann man, wie der Name schon sagt, Edelsteine kaufen, wobei auch hier der Preis eben im Verlauf des Spiels steigt. Ja, wer ins Obstlager kommt, der füllt einfach seine gelben Waren auf, und zwar so viele, wie in seinen Handkarren passen. Weil am Anfang der Platz auf dem eigenen Handkarren doch sehr begrenzt ist, kann man sich in der Wagnerei für 7 Geld hier jeweils so einen Ausbau für den eigenen Handkarren besorgen. Und da sieht man auch schon, klar, jetzt passt von jeder Sorte 3 Waren rein. Gehe ich jetzt hier ins Gewürzlager, dann kriege ich auf Anhieb 3 Gewürze. Und wenn man das 3-mal gemacht hat, in 3 verschiedenen Runden natürlich, dann bekommt man als Belohnung auch so einen Edelstein. Auf dem großen Markt kann man Waren in Geld verwandeln. Der kleine Markt funktioniert eigentlich genauso wie der große Markt, nur kriegt man hier ein kleines bisschen weniger Geld. Der Schwarzmarkt, der ist schon ein bisschen spezieller. Erstmal bekommt man entweder eine rote, eine grüne oder eine gelbe Ware und dann muss man würfeln und davon ist abhängig, ob man überhaupt blaue Waren bekommt und wenn ja, wie viele. Ja, alle Freunde des Glücksspiels werden in der Teestube fündig. Hier kann man nämlich einfach Geld erzocken. Ja, in der großen Moschee kann man hier so 2 verschiedene Blättchen erwerben, die einem nette Bonuseffekte bringen. Wenn ich mir diese beiden Blättchen gekauft habe, dann erhalte ich auch einen roten Edelstein. Die kleine Moschee funktioniert wie die große Moschee. Auch hier kann man sich 2 Blättchen erwerben. Wenn man das getan hat, kriegt man einen weiteren Edelstein. In der Karawanserei habe ich die Möglichkeit, an diese Bonuskarten hier ranzukommen. Wenn ich in der Karawanserei bin, ziehe ich einfach 2 Karten, suche mir eine davon aus, die ich behalte und die andere kommt dann hier in der Karawanserei auf den Ablagestapel. Ja, es gibt dabei die unterschiedlichsten Effekte. Das hier wäre zum Beispiel einfach sich eine beliebige Ware nehmen. Ja, auf dem Postamt gibt es immer ein bisschen was anderes. Der erste Spieler, der jetzt hier hinkommt, der kriegt das, was hier unten abgebildet ist. Ja, und schiebt dann den Postanzeiger ganz links einfach ein Feld nach unten. Ja, sieht man auch schon, was der nächste Spieler bekommt. Eine Sache, die oft angesprochen wird, ist das Glücksspiel. Aber wem das nicht gefällt, der kann auch komplett darauf verzichten. Ich sage sogar, natürlich auf dem Schwarzmarkt die blauen Waren, aber auch da, ich könnte mir irgendwie über einen Schmuggler, über Bonuskarten und über das richtige Moscheeblättchen, kann ich natürlich auch komplett, ohne jemals auf dem Schwarzmarkt oder in der Teestube gewesen zu sein, an blaue Waren kommen. Gerade am Ende vom Spiel kann das reizvoll sein, wenn ich einfach weiß, okay, meine einzige Chance jetzt noch zu gewinnen ist einfach in der Teestube irgendwie 10 Gold zu kriegen, damit ich gleich im nächsten Zug noch mir vom Edelsteinhändler einfach einen echt teuren Rubin kaufen kann. Und ja, es wird einfach nur klappen, wenn ich jetzt auf einen Schlag da 10 würfel, weil sonst wird mein Gegenspieler vielleicht noch einen Zug mehr brauchen und dann gewinnen. Und das macht natürlich dann auch Spaß. Da hat man die Chance, einfach sein Glück herauszufordern und vielleicht doch noch zu gewinnen. Also ich finde eigentlich, das ist ganz schön und es passt halt auch thematisch schön. Und das vermisse ich auch manchmal bei so taktischen Leckerbissen, dass halt die Thematik irgendwie so aufgestülpt wirkt. Und das ist hier gar nicht der Fall. Besonders gut persönlich gefällt mir an dem Spiel der Spielplan, der modulare Spielplan. Ich finde es super, dass der jedes Mal anders sein kann. Da fühlt sich einfach jedes Spiel so ein bisschen anders an. Von vornherein und ich muss neu überlegen und mir eine neue Zugstrategie ausdenken und das finde ich schon echt super. Hat wirklich wieder diesen taktischen Tiefgang, dass man einfach Bock hat, da wirklich verschiedenste Dinge auszuprobieren, aber es ist halt auch eins von den Taktikspielen, wo ich mir wirklich zutraue, das im Prinzip fast jedem, der sich für Spielen interessiert, auch zu erklären. Istanbul ist natürlich kein totales Vielspielerspiel, es ist immer noch ein etwas anspruchsvolles Familienstrategiespiel. Es wurde ja auch nominiert zum Kennerspiel des Jahres, absolut zu Recht in meinen Augen. Für diese etwas anspruchsvollere Familienspielkategorie ist es definitiv eins der besten Spiele dieses Jahr. Ich bin sehr gerne auf dem Basar herumgehirrt und es hat sich vor allem halt auch wie ein Basar angefühlt. Ja, es ist eben thematisch wirklich stimmig, also man hat hier diese Handkarren und
und dieses Wege finden durch die Gassen, verwinkelten Gassen, das fühlt sich einfach thematisch an und da passiert es einem, mir ist es zumindest im ersten Spiel passiert, dass man sich tatsächlich sozusagen verläuft und plötzlich stand ich da mit meinem Kaufmann in irgendeiner Ecke vom Istanbuler Basar, bin da nicht mehr weggekommen, habe meine Gehilfen nicht mehr gefunden und das war dann schon auch so ein, ja, es war halt so ein authentischer Moment, so würde es mir in echt auch gehen und dann kam ich natürlich auch langsam rein und wusste dann, wo ich die wieder einsammeln kann und so weiter.